Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. In diesem ersten Abschnitt unseres Programms setzen wir eine neue Reihe fort, in der Dave Hunts Buch Seeking and Finding God vorgestellt wird. Und später im Programm wird Gary Ihnen sagen, wie Sie ein Exemplar erhalten können. Nun, Dave, letzte Woche haben wir eine gegensätzliche Sichtweise zu deiner Behauptung behandelt, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, weil die nicht körperlichen Bestandteile des Menschen, sein Geist und seine Seele, ewige Elemente sind, die vom Tod nicht betroffen werden. Und diese gegensätzliche Sichtweise lautet, es gibt nichts, worauf man sich vorbereiten muss. Wenn du tot bist, bist du tot. Das ist das Ende von allem. Heute werden wir uns eine weitere gegensätzliche Sichtweise ansehen, nämlich, dass auf den Tod eine bedingungslose Annahme folgt und dass er den nächsten Schritt in unserem Fortschreiten darstellt, dem Fortschreiten unserer Existenz. Es ist wirklich, nach Ansicht mancher, ein geistlicher Fortschritt. Nun, das ist Dave, wie du sehr gut weißt, das ist die Botschaft, die typisch ist für und in allen Formen der Kommunikation mit Geistern vorkommt, ob es nun Sitzungen oder Medien oder Hellseher sind, Ouija-Bretter, Channeler, durch Drogen, Meditation und so weiter. Nun lass uns mit Kommunikation von nicht-körperlichen Intelligenzen anfangen. Nun, ich würde sagen, dass es das ist. Es gibt wahrscheinlich mehr Fälschungen als echte Medien. Aber ja, Satan spricht zu seinen Gesandten. Wir dokumentieren das in einer Reihe von Büchern. Satan, der selbst ein nicht-körperliches Wesen ist. Richtig, richtig. Ein Geistwesen, ein Engel, von Gott geschaffen, der gegen Gott rebellierte, gemäß der Schrift, gemäß der Bibel. Richtig, der offenbar inzwischen viele Dämonen hat, die ihm folgen. Ich nehme an, das sind alles gefallene Engel. Nun, du hast überall auf der Welt alle möglichen Medien. Ich meine, das geht seit Tausenden von Jahren so. Und wir können dokumentieren, dass dieselbe Botschaft, was haben wir, mehr als 1000 Channeler in Los Angeles, so sagt man. Und das war vor einigen Jahren. Bist du sicher, dass das die... Glaubst du, es waren mehr? Ohne jeden Zweifel. Ja, aber auf der ganzen Welt passiert das. Und woher wissen wir, dass es aus irgendeiner dämonischen Quelle kommt? Weil eine gemeinsame Botschaft durchkommt. Und diese Botschaft entspricht dem, was die Schlange zu Eva im Garten gesagt hat. Und wahrscheinlich die bekannteste. Ich denke an Bischof Pike. Er war vor einigen Jahren der episkopale Bischof von Kalifornien. Sein Sohn, der in London lebte, war homosexuell. Und ob es daran lag, dass ihn sein Gewissen deswegen plagte, wissen wir nicht. Aber er beging Selbstmord. Das war ein schwerer Schlag für den Bischof. Er fuhr nach London, nur um die Wohnung seines Sohnes zu überprüfen, seine Sachen abzuholen und so weiter. Als er dort war, passierten ihm einige seltsame Dinge, merkwürdige Dinge. Die Uhr ging plötzlich zurück auf die Zeit, als sein Sohn Selbstmord begangen hatte. Und das brachte ihn dazu zu denken, nun, vielleicht könnte er Kontakt mit dem Geist seines Sohnes aufnehmen. Also ging er zu Anna Twick, einem damals sehr berühmten Medium, und tatsächlich, da kommt sein Sohn durch. Und nun ja, er kam durch eine Frau hindurch, also konntest du nicht sagen, dass die Stimme wiedererkennbar war. Aber einige der Betonungen und so weiter. Aber er sprach über Dinge. Nun, Dad, erinnerst du dich als Dinge, die Anna Twick unmöglich hätte wissen können? Natürlich dachte der Bischof, nur sein Sohn könnte das wissen. Ich meine, das waren intime Dinge zwischen ihnen, Dinge, die zu Hause passiert waren und so weiter. Also überzeugte ihn das. Wo bestimmte Dinge im Haus hängen und so weiter. Nun, das muss echt sein. Und sein Sohn sagte eine Reihe von Dingen. Aber um zu dem zurückzukommen, Tom, worüber du gesprochen hast. Eines der Dinge, die sein Sohn sagte, war, Dad, ich bin nicht nur für ein angenehmes Gespräch hier. Ich habe eine Mission, seit ich auf die andere Seite gekommen bin.
Und meine Mission ist, dich und andere wissen zu lassen, dass es so etwas wie Tod nicht gibt. Wir gehen einfach weiter, weißt du, es ist wie ein Aufbaustudium. Wir gehen weiter durch höhere Stufen. Und ich glaube, Pike fragte seinen Sohn, nun, hast du Jesus dort drüben schon gesehen? Und sein Sohn sagte, nein, ich habe ihn noch nicht getroffen, aber ich habe von ihm gehört, er ist auf einer höheren Ebene. Also haben wir hier die Lügen, die durchkommen, aber dieselben kommen auf der ganzen Welt durch. Also wissen wir, dass etwas dahinter steckt. Es ist nicht Einbildung. Okay, sie sind da draußen. Das sind dämonische Wesen. Und natürlich haben sie Menschen besessen. Dave, wie wir erwähnt haben, mehr als erwähnt, in dieser Reihe dargestellt haben. Wenn wir tatsächlich, wenn ein Teil unserer Beschaffenheit nicht körperlich ist, unsere Seele, unser Geist, dann gibt es nichts, was die Tatsache leugnet, dass es andere Geister da draußen gibt. Nicht körperliche Wesen, Intelligenzen. Richtig. Tom, es ist sehr interessant und ich weiß nicht, in welchem Ausmaß wir es erwähnt haben und ich werde mich da nicht hineinsteigern. Aber man könnte sagen, der Materialismus ist tot. Ich erinnere mich, als ich in der Schule war, als Junge, sogar in der Grundschule, nun Bewusstsein, sogar Gewissen, alles. Die Psychologen waren dabei federführend, aber die Physiker gingen mit. Eines Tages würden wir es erklären können, nur in Begriffen des Gehirns, nur in Begriffen chemischer Reaktionen im Gehirn und elektrischer Ströme, die zwischen den Synapsen hin und her springen und so weiter. Und das sei alles. Wir seien nur Materie. Tom, das glauben Sie nicht mehr. Und es gibt Physiker, Quantenphysiker, die darüber gesprochen haben. Sie würden sagen, schau, nun wo ist? Ich habe gerade George Ward gelesen, Nobelpreisträger, habe ihn heute gerade gelesen. Du würdest denken, er ist auf unserer Seite, weil er sagt, du kannst Bewusstsein nicht finden. Es hat keine physische Substanz, es hat keinen Ort. Und dann vergleicht er es. Er sagt, es ist wie beim Elektron. Es hat keine, ich meine, es ist wie ein Irrlicht. Es geht von hier nach dort und überquert den Raum dazwischen nicht. Du kannst den Ort eines Elektrons nicht finden. Also haben wir sie jetzt bei George Ward. Nun, aber da draußen ist ein großer Geist. Und alles ist bewusst. Sogar die Materie, sogar Steine. In allem ist ein Bewusstsein. Jetzt bewegen wir uns in echten Mystizismus hinein. Eine Leugnung des Gottes, der uns geschaffen hat. Und plötzlich ist der Schöpfer Teil seiner Schöpfung und offenbart sich. Wir sind im Hinduismus, Tom, wie du weißt. Aber das alles kommt von diesen dämonitischen Wesen. Dave, du hast auf Satan im Garten Eden angespielt, der als Schlange zu Eva sprach. Richtig. Und ich möchte diesen Vers zitieren. Das ist 1. Mose, Kapitel 3, Verse 4 und 5. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet keineswegs sterben. Denn Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Götter und wissen, was gut und böse ist. Also, auf der einen Seite haben wir gesagt, ja, es gibt den körperlichen Tod, aber über das Sterben des Körpers hinaus gehen Seele und Geist weiter. Okay, also in gewissem Sinne, wie passt das zusammen mit, ihr werdet keineswegs sterben? Widersprechen wir hier der Schrift? Nein, denn Tod ist eine Trennung. Körperlicher Tod ist die Trennung von Seele und Geist vom Körper. Nun, der Mensch ist tot in Übertretungen und Sünden, weil er seit Adams Fall geistlich, moralisch von Gott getrennt ist. Und nur Jesus Christus kann diese Kluft überbrücken und uns wieder in eine richtige Beziehung bringen. Aber es wird sogar besser sein als das, was Adam und Eva einmal hatten. Also sprach Gott vom körperlichen Tod. Nun, er sprach auch vom geistlichen und moralischen Tod. Richtig. Was Trennung ist. Richtig. Und an dem Tag, an dem ihr das esst, seid ihr tot. Es dauerte noch eine Weile, bis der körperliche Tod die Oberhand gewann,
aber sie waren getrennt. Plötzlich haben sie die Gemeinschaft mit diesem Gott verloren, der sie geschaffen hat, der früher in der kühlen Abendzeit wandelte und sich offenbarte und mit ihnen redete. Jetzt haben sie Angst vor ihm und verstecken sich hinter Bäumen im Garten und nähen Feigenblätter zu Schürzen und so weiter. Also, Dave, wenn wir das so darlegen, die Schlange sagt, ihr werdet keineswegs sterben. Das ist ein Thema. Wir sehen es durch die ganze Geschichte hindurch. Und du weist darauf hin, dass Evolution wirklich die perfekte Vorbereitung für Dämonen ist. Offensichtlich ist die Idee, dass wir nicht wirklich sterben. Wir entwickeln uns einfach über die Notwendigkeit physischer Körper hinaus. Nun, wir könnten Robert Jastrow zitieren, Gründer und viele Jahre lang Direktor des Goddard Space Institute, das Pioneer und Voyager und so weiter ins All geschickt hat. Er ist Agnostiker. Er würde bestreiten, ein Atheist zu sein. Aber du weißt nicht, wovon sie reden, Tom. Denn, nun, woran glaubst du jetzt? Glaubst du an Einsteins Gott, der so eine Art Deist war? Ein deistischer Gott. Er startet das Ganze und dann läuft es einfach. Oder glaubst du an George Walls Gott, der in allem ist? Und bald ist dieses Bewusstsein sogar in Steinen. Welche Bedeutung hat ein Mensch? Nun, wir können ein bisschen mehr verstehen, würden sie sagen. Also, in der Evolution, wenn wir es einen Schritt weiter treiben wollen, nehmen wir Richard Dawkins. Wir sind ohne Bedeutung, Tom. Wir sind nur ein Körper, den unsere egoistischen Gene bewohnen. Und die Gene steuern das Ganze wirklich. Also könnte man in diesem Sinne sagen, wir sterben nicht. Ich meine, unsere Gene leben weiter. Aber jedenfalls zurück zu Robert Jastrow. Er sagte, Evolution könnte auf manchen Planeten 10 Milliarden Jahre länger im Gange gewesen sein, als auf dem Planeten Erde. Diese Geschöpfe wären auf der Evolutionsskala so weit über dem Menschen, wie der Mensch über einem Wurm steht. Und wenn wir sie sehen würden, würden sie uns wie Götter erscheinen, mit den Kräften, die sie hätten. Und dann sagt er sogar, einige von ihnen könnten sich über die Notwendigkeit von Körpern hinaus entwickelt haben. Und sie wären das, was altmodische religiöse Menschen Geister, Seelen und Geister nennen. Nun, das ist doch eine perfekte Vorbereitung, nicht wahr? Jetzt haben wir sie, wie sie versuchen, irgendwo da draußen Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen. Nun, das wirst du nicht physisch tun, denn Radiowellen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, nun, das ist sehr schnell. Aber es würde 100.000 Jahre dauern, unsere Galaxie zu durchqueren. Also müsstest du eine psychische Kommunikation haben. Und weißt du, wir haben sogar einige Leute im Militär. Oh ja, die stehen mit diesen Wesen da draußen in Kontakt. Und so weiter. Also, Evolution wieder. Sie trägt diese Lüge in der einen oder anderen Form weiter. Aber sie öffnet Wissenschaftlern die Tür, zu versuchen, Kontakt mit diesen hochentwickelten Geistwesen aufzunehmen. Richtig. Was wiederum aber eine perfekte Vorbereitung ist für Wesen, die versuchen, die Menschheit zu täuschen. Richtig, richtig. Die versuchen, Glaubensvorstellungen zu entwickeln, Glaubensvorstellungen zu fördern, die dem, was die Bibel lehrt, entgegenstehen, diametral entgegengesetzt sind. Richtig. Und es führt direkt weiter von dem, was Satan, die Schlange, zu Eva gesagt hat. Richtig. Dave, hier gibt es noch einen weiteren interessanten Gegensatz. Du sagst sogar, dass es hier ernste Konsequenzen gibt für jemanden, der versucht, Gott zu finden, nach Gott sucht, nach Wahrheit sucht. Und zwar, wenn ein Mensch denkt, dass wir zeitliche Wesen sind, dann verliert er aus dem Blick, dass die Ewigkeit im Vergleich zu einem zeitlichen Zeitraum wie ein Augenblick ist. Folglich ist es ein riesiger Fehler, wenn wir all unseren Schwerpunkt auf diese zeitliche Welt legen. Richtig. Wenn das die Denkweise von jemandem ist. Nun, lass mich einfach ein paar Schriftstellen geben, um die biblische Position dazu aufzuzeigen. Matthäus 6, 19-21. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dave, es gibt so viele Verse. Lass mich dir noch einen geben für Menschen, die mit diesem zeitlichen Zeitraum ringen.
Denn unsere leichte Bedrängnis, die nur einen Augenblick währt, schafft uns eine über alle Massen gewichtige und ewige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist 2. Korinther, Kapitel 4, Verse 17, 18. Nun, die Bibel macht einen klaren Unterschied zwischen Leben und körperlichen Dingen. Leben ist nicht körperlich. Woher kam es? Gott schuf den Menschen aus dem Staub, aber er hauchte ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und wie die Wissenschaftler wissen und anerkennen, das Gesetz der Biogenese. Leben kommt nur aus Leben. Und sie versuchen das zu umgehen, weil, nun, es könnte sich nicht entwickelt haben. Es könnte nicht aus dem Nichts gekommen sein. Du kannst nicht sagen, es sei ein Produkt der Evolution oder der natürlichen Selektion, weil es Leben geben muss, damit natürliche Selektion funktionieren kann. Okay, also was ist die Quelle davon? Nun, Johannes 1 sagt, dass Jesus Christus alle Dinge geschaffen hat. Es wurde nichts gemacht, was er nicht gemacht hätte. Aber dort steht, in ihm war Leben. Also hier haben wir es. Leben kommt nur aus Leben. Genau das, was die Wissenschaft zugibt. Aber sie versuchen es auf jede nur mögliche Weise zu umgehen. Weil, wie George Wald, den ich gerade zitiert habe, der Nobelpreisträger sagt, nun, du hast nur 2 Möglichkeiten. Spontane Entstehung. Leben kommt einfach, weißt du, es passiert einfach. Nun, wir wissen, dass das nicht passieren kann. Oder du musst einen übernatürlichen Schöpfungsakt durch ein übernatürliches Wesen haben. Und er sagt, nun, das werden wir nicht akzeptieren. Ja, das eine ist unmöglich, das andere ist nicht akzeptabel. Also wohin führt es, Dave? Er sagt, nun, hier sind wir, als Ergebnis spontaner Entstehung. Also ganz klar, gleich dort im 2. Kapitel der Genesis. Er schuf aus dem Staub der Erde, und er hauchte ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also haben wir eine Unterscheidung zwischen etwas im Inneren des Menschen, das von Gott kam, und dem Körper. Und, wie du aufgezeigt hast, und das ist ein sehr ernster Gedanke, der physische Körper. Gott war es, der es gesagt hat. Und man hört es bei Beerdigungen in 1. Mose Kapitel 1. Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Aber das ist nicht alles. Da ist etwas anderes im Inneren. Und Gott legt es gleich dort in der Genesis dar. Und dieses Etwas kommt von Gott. Es unterliegt nicht der Verschlechterung, wie der Körper unter den Gesetzen der Thermodynamik, wobei das 2. Gesetz die Degeneration von allem ist. Nein, das sagt es nicht über die Seele, weil die Seele nicht körperlich ist. Also kann sich alle Wissenschaft nur mit körperlichen Dingen befassen. Diese Seele, das, was wir wirklich sind, kommt von Gott. Und du weißt, was die Schrift sagt. Von Gott bist du, zu Gott wirst du zurückkehren. Der Staub, dein Körper, geht zum Staub. Nein, nein, deine Seele und dein Geist werden zum Schöpfer zurückgehen. Und du wirst Rechenschaft ablegen. Also Tom, ich mag es nicht, mich auf Wissenschaft zu beziehen. Wir brauchen die Wissenschaft nicht, um uns zu stützen. Aber andererseits ist es interessant. Die Wissenschaft stützt uns darin. Nun, echte Wissenschaft. Richtig. Tom, das ist einfach das Anerkennen dessen, was der Schöpfer getan hat. Richtig. Nun, Dave, nur um das abzuschließen. Uns wird gesagt, ob nun durch Geistwesen oder durch Menschen, die sogenannte Nahtoderfahrungen hatten. Da draußen sei einfach etwas Wunderbares. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Das ist ein Ort wie der Sohn von Bischof Pike und sehr, sehr viele andere, angeblich, ob es nun seine Stimme war. Ich denke, damit können wir uns jetzt befassen. Es war es nicht. Das war ein Dämon, der so tat, als wäre er sein Sohn.
aber er präsentierte das falsche Evangelium. Das sogenannte kosmische Evangelium, dass es kein Gericht gibt, dass alles wunderbar ist und so weiter. Tom, es gibt so viele Zeugnisse von klinisch Toten, die zurückgekommen sind. Sie waren natürlich nicht tot, klinisch oder sonst wie. Und zwar, dass sie diesem Lichtwesen begegnet sind. Diesem Gefühl von Liebe und Annahme. Nun, interessant. Paulus sagt, Satan verwandelt sich in einen Engel des Lichts. Und einfach Annahme. Und es war so wunderbar. Ich wollte nicht zurück. Ich wollte hier bleiben. Aber die Stimme sagte mir, nein, du musst zurück. Du hast eine Mission. Deine Mission ist, denen auf der Erde wissen zu lassen, dass es so etwas wie Tod nicht gibt. Die Lüge der Schlange im Garten. Dave, was uns zu einer weiteren gegensätzlichen Sichtweise führt, und das ist die Wiedergeburt. Die Idee ist, nun, wir haben einen körperlichen Tod, aber wir kommen immer wieder zurück und wieder und wieder. Ob es nun die hinduistische Sicht der Wiedergeburt ist, die buddhistische Sicht der Seelenwanderung. Irgendwie, auf irgendeine Weise, bekommen wir die Chance, es noch einmal zu machen und immer besser und besser zu werden, worüber wir nächste Woche sprechen werden. Sehr gut.